Intel 19 wollen wir uns anschauen, wie man die Vorspannung definiert. Bevor wir das machen, muss ich noch einen Fehler korrigieren, der im Videoteil 17 sich eingeschlichen hat, und zwar hier beim Duplikat des Widerlagers, als wir das hier rüber kopiert haben. Dort habe ich hier aus Versehen die Indizes überschrieben. Also mache ich nochmal schnell ein Panel und schreibe dort wieder die Indizes hinein. Und das Ganze muss Multiline Data sein. Das ist beim Kopieren passiert. Dort hinein und jetzt stimmt es auch wieder. Okay, das war die Korrektur von der Videoteil 17. Kommen wir nun zur Vorspannung. Ja, als erstes brauchen wir wieder eine Überschrift. Ctrl-C, Ctrl-V. Und wir setzen uns das mal hier rein. Das soll die Vorspannung werden. Gut, schauen wir uns das an. Sophistic, hier gibt es extra einen Bereich, der heißt Tandem. Und Pre-Stressing System, hier hat man die Komponente. Sieht so aus, ja, es gehen alle Werte hinein, die man für die Vorspannung benötigt. Und am einfachsten ist es natürlich, wenn man das über ein Excel-File wieder löst. Ich habe entsprechend mir hier ein Excel-File gemacht, was ich Ihnen auch wieder zur Verfügung stelle zum Download. Hier sind die Werte eingetragen. Wir können auch nochmal die Command Reference von der Sophistic uns dazu holen. Hier finden wir Tandem und Pre-Stressing System, dort die Erläuterung zu all den Werten, die hier erforderlich sind. Gut, meine Tabelle heißt Vorspannung XLSX und dementsprechend erzeuge ich mir hier wieder ein zugehöriges Excel-Sheet und dort hinein geht meine Excel-Datei Vorspannung.xlsx. Das ist der Name. Und jetzt, ja, da die Werte alle in meiner Excel-Datei enthalten sind, kann ich die einfach 1:1 hier herüber verbinden. Alle Werte vorhanden. Und die gehen jetzt alle in die Komponente der Sophistic hinein. Gut, als nächstes müssen wir die Geometrie der Vorspannung beschreiben. Dazu gibt es hier Tandem Geometry Standard, diese Komponente. Was geht hier rein? Zunächst die Achse. Die haben wir schon häufig uns geholt. Von hier. Das ist die Achse. Und da können wir auch wieder, wie gehabt, hier einmal Doppelklick machen und dort Vorspannung reinschreiben. Okay, also das war der erste Wert, die Achsgeometrie natürlich. Jetzt brauchen wir eine ID für die Vorspannung. Ich nehme einfach die 1. Dann der Elementtyp, schauen wir nochmal in die Reference hinein. Die Komponente ist also Tandem Geometry Standard hier. Der Elementtyp, was ist damit gemeint? Hier sehen wir es. Es ist die Frage, was haben wir für eine Vorspannung? Balken- und Flächenvorspannung, Default ist B. Ja, wir wollen einen Beam vorspannen. Also muss hier der Buchstabe B auftauchen. Das ist unser Elementtyp. Dann, ja,
Hier sehen wir Section Point Erklärung ist optional, brauchen wir nicht. Was brauchen wir aber? Wir brauchen die Stationen. Und damit Sie das besser nachvollziehen können, nehme ich nochmal das entsprechende Fenster aus dem SOFI Plus Workflow mit dazu. Wir sehen hier also, wir haben einerseits Stationen oder wir können auch die Punkte, die Geometrie, also über die Feldstationen beschreiben. Es geht jetzt also um die horizontale und vertikale Lage dieser Punkte und überhaupt, wo diese Punkte liegen sollen. Über Feldstationen ist es einfacher. Hier kann man also sich so fortbewegen, dass man sagt, 40% des Feldes sollen diese Tiefpunkte beispielsweise liegen, anstatt dass man die exakten Stationskoordinaten kennt. Das will ich hier auch machen. Und dafür muss man die rechte Maustaste drücken. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier auf dem Icon. Und dort gibt es die Möglichkeit auszuwählen, welchen Parametertyp man wählt. Und ich nehme eben nicht die Stationspunkte, sondern die Felder. Nochmal hinzugenommen, also die Feldstationen. Das hier ist ein anderes Beispiel. Hier stehen Werte 0,9. Das heißt, hier sehen wir gerade eine Definition, wo die Vorspannung 90 cm aus der Achse verschoben ist. Das ist also nur ein Beispiel. Wir nehmen unsere Werte. Das heißt, horizontal brauchen wir gar nichts einzutragen, weil wir genau in der Mitte liegen wollen. Und ich will in diesem Beispiel nur ein Vorspannglied einbauen. Aber hier die Station, die müssen wir jetzt eintragen. Und da schreiben wir jetzt also rein, erstes Feld 40% der Länge, dann kommt die Stütze und das nächste wieder 40%, aber am Ende also 1,6 und 2. Das sollen unsere Werte sein. Hier brauchen wir auch wieder Multiline Data und dann sieht das so aus und wir haben unsere Stationen beschrieben. Gut, horizontal, wie gesagt, trage ich jetzt nichts ein. Wenn Sie eben mehrere Vorspannglieder nebeneinander haben würden, dann könnten Sie hier jetzt horizontal Offset und auch horizontal Inclination, wenn Sie ihn machen wollen, eintragen. Das nächste ist jetzt aber vertikal Offset. Das müssen wir natürlich machen. Und auch hier das nochmal hinzugeholt. Das sind jetzt also die Werte, ja, in welchen Höhenlagen sollen diese Punkte entsprechend jetzt angeordnet werden. Und auch da mache ich mir ein Panel und schreibe hier die Werte rein. Es ist wieder ein Multiline Data. So 40 cm, 90, 40, 90 und 40. Das sind meine Werte für das vertikale Offset. Mit den Werten muss man natürlich ein bisschen spielen. Wenn ich das jetzt mal hier direkt einstecke bei Offset, dann sehen wir dort hier in der Ansicht die Lage. Das sieht prinzipiell ganz gut aus, aber man möchte es vielleicht noch feinjustieren. Und das können wir erreichen, indem wir uns wieder einen Slider holen, einen Number Slider von hier. Und den wollen wir einstellen. Ja, 3 Nachkommastellen, der soll von 1 bis 1,5 laufen. Und jetzt ja, wollen wir diese Werte
damit multiplizieren, also Doppelklick, Malzeichen, will also die Werte hier hineingeben, dort nicht, und multiplizieren mit dem Wert, Vertical Offset. Wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen und ich an dem Slider drehe, dann können Sie erkennen, wie hier entsprechend die Höhenlage sehr schön geändert wird. Ja. Also das ist noch eine Möglichkeit, um das Ganze exakter fein zu justieren. Ja, die Darstellung ist richtig, aber es wäre schön, wenn wir es etwas besser sehen könnten. Und dafür können wir uns noch ja, ein Hüllrohr quasi basteln. Unter Surface finden wir hier die Komponente Pipe. Und da will ich jetzt einfach mal den Durchmesser unserer Vorspannung etwas vergrößern. Der Wert hier ist 75. Das ist natürlich ein bisschen sehr groß. Den teilen wir einfach mal, um das was kleiner zu machen. Also eine Division, den Wert, die 75 teilen wir beispielsweise durch, oder nehmen wir einen Slider, dann können wir es auch ein bisschen spielen. Also hier ein Slider und der könnte gehen von, ja, sagen wir mal von 1 bis 1000. Dann sehen wir, was da passiert. So, das soll der Radius sein. Und ja, unsere Kurve, die sehen wir natürlich noch gar nicht. Die muss ich jetzt erst noch erzeugen. Dafür hole ich mir wieder hier erstmal überhaupt die Tenden-Komponente. Da geht eben die Geometrie hinein. Wir müssen einen Lastfall, eine Lastfallnummer vergeben. Das soll bei mir die 11 sein. Das ist die Lastfallnummer. Und gut, Station Start und Ende erkläre ich Ihnen gleich. Gucken wir uns erstmal die Kurve an. So, dann sehen wir jetzt hier genau das Hüllrohr ein bisschen besser. Und wenn man hieran dreht, sieht man, kann man immer größer machen. Irgendwann wird es natürlich unsinnig, aber wir können ja hier mal einen Wert von 1000 einstellen und dann ist hier das Hüllrohr besser zu erkennen. Gut, wir brauchen jetzt noch die entsprechenden Vorspannungsattribute und dazu brauche ich wieder eine Komponente. Das ist auch die letzte, die wir hierfür benötigen. Tendon Post Tensioning Attribute hier an dieser Stelle. Und dazu nehmen wir uns wieder die Erklärung von der Sophistic Post Tension Attribute. Das ist diese Komponente. Wir sehen, was dort hineingeht. Es geht also zunächst um die Bauphasen, wann wird eingebaut, wann wird verpresst, wann wird eventuell auch wieder ausgebaut. Dann geht es um die, ja, die Vorspannung, die Methode, die Art des Anspannungs von rechts, von links, dann auch Anspannen und Schlupf. Wir haben dann entsprechend hier die K-Werte, K1 bis K10 hier erklärt. Vielleicht nehme ich nochmal das Handbuch von der Sophistic von Tendon dazu. Hier finden Sie im Tendon-Handbuch auch die K1 bis K10 Werte nochmal erklärt. Und vielleicht nehme ich außerdem noch dieses Bild hier nochmal dazu aus dem SOFI Plus Workflow. Hier sehen wir also entsprechend auch
die analogen Werte, die einzutragen sind und auch hier die K1 bis K10 Werte. Gut, also wir brauchen zunächst mal die, die Bauphasen. Wann soll das Ganze eingebaut werden? Das soll bei mir die Bauphase 21 sein. Dann, wann soll verpresst werden? Das ist direkt die nächste Bauphase bei mir, die 22. Ja, ausbauen möchte ich es nicht. Wir brauchen jetzt die Nummer der die Anzahl der Litzen. Das sollen bei mir 12 sein, 12 Litzen. Geht da hinein. Als nächstes haben wir die Anspannrichtung. Hier möglich ist eben von links, von rechts oder erst links, dann rechts und so weiter. Wir wollen von rechts anspannen. Und das nächste ist hier die Stressing Sequence. Dort kann man beispielsweise einstellen, Anspannen und Schlupf, das wäre TS. Also machen wir uns die entsprechenden Panel, einmal hier R und TS für die Sequenz und dann kommen die K-Werte. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen tippen. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder Multiline. Wir sagen Edit und jetzt tippe ich hier die Werte ein. Die K-Werte 0,75, 0,85, 0,75, 0,85, 0,75, dann 0,85, 0,75, 0,85. Das sind 10 Werte und da sehen wir sie auch und die kommen jetzt in K-Values. Das Ganze können wir jetzt hier zusammenführen. Also diese Attribute gehen hier hinein. Und jetzt können wir uns noch um diese Start- und Endbedingungen hier kümmern. Dafür nehmen wir Number Slider, mein Parameter Number Slider, und den wollen wir einstellen von 0 bis 2. So, okay. Und den dupliziere ich mir einmal und stecke die entsprechend hier mal rein. Und dann können Sie auch erkennen, was damit gemeint ist, nämlich wo soll die Vorspannung überhaupt beginnen. Also wenn ich das hier mal auf 0 stelle und jetzt den entsprechend bewege, sehen wir noch gar nichts. Das liegt zunächst mal daran, dass wir hier wieder umstellen müssen auf Span Station. Und jetzt sollten wir aber was erkennen. Genau, einmal gezoomt. Wir sehen jetzt hier genau auch durch die Darstellung des Hüllrohrs, wo überhaupt in Feld 1 die Spannglieder beginnen sollen und hier hinten in Feld 2 kann ich genauso, kann man hier ganz gut erkennen, den Wert ändern. Ich stelle es aber ein auf 0 und 2. Gut, dann wollen wir das noch einmal hier gruppieren. So. Und damit, der soll auch noch dazu. Add to Group. So.
Ja, wunderbar. Damit haben wir die Vorspannung auch erledigt und können dann als nächstes uns die Belastung anschauen.